Hallo, mein Name ist Sebastian Hermes und ich bin der Leiter der Entwicklung bei uns im Hause. Heute geht alles um Drohnen. Kann man Drohnentechnik einsetzen, um Fassadenreinigung durchzuführen? Ja, es gibt ja bereits schon viele Drohnen auf dem Markt. Es gibt auch bemannte Drohnen, wo man selber durch die Gegend fliegen kann. Es gibt Drohnen für den Agrarbereich, wo Düngermittel mit versprüht wird auf Feldern und so weiter. Es gibt Drohnen für PV-Reinigung, was auch schon erfolgreich umgesetzt wird. Warum nicht auch für Fassadenreinigung? Die Idee, mit Drohnen zu arbeiten, liegt bei mir schon seit längerem auf dem Schreibtisch. Und ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, vor 3-4 Jahren. Bis jetzt habe ich es aber noch nie in die Hand genommen. Das hat einige Gründe, die ich in diesem Video ganz gerne mal erläutern möchte. Ja, wir haben einen Entwickler gefunden, der bereits eine Drohne entwickelt hat für Fassadenreinigung. Die haben wir uns mal angeschaut. Ich habe dafür mal ein Video vorbereitet. Eine Fassade abzufahren, sprich eine quadratisch praktische Wand abzufahren mit einer Drohne, mit Elektronik und Software, sprich künstliche Intelligenz, ist heutzutage kein Problem mehr. Funktioniert auch schon, wie man hier in dem Video gerade gesehen hat. Ja, es bringt natürlich einige Probleme mit sich. Das größte Problem stellt eigentlich die Arbeitszeit dar. Eine Drohne mit Akkubetrieb ist denkbar ungünstig, weil ich möchte ja draußen 8 bis 10 Stunden auch effektiv Fassadenreinigung durchführen. Sprich, wir müssen eigentlich ein System haben, was 24 Stunden Betrieb arbeitet. Zum einen, zum anderen brauchen wir ein System, was in etwa 18 bis 20 Kilogramm heben kann. Sprich, das Ganze wird natürlich groß von den Dimensionen her. Wenn wir uns das mal vorstellen, die Problematik, 24 Stunden mit einer Waschdrohne zu arbeiten, kann man sehr intelligent bewerkstelligen, indem man sagt, wir haben eine Bodeneinheit, wo ich mit einem Stromkabel draufgehe, 230 Volt Stromkabel. So, da transformiere ich mir die Spannung hoch auf 400 Volt, gehe dann mit einem dünnen Kabel zur Drohne, sodass die Drohne, die Drohne hat dann hier nochmal eine Elektronik drin, und transformiert mir die 400 Volt wieder runter auf meine 36 oder 24 Volt für unsere Brushless-Motoren. Und so habe ich natürlich ein kabelgebundenes System und kann ohne Probleme 24 Stunden am Tag mit der Drohne arbeiten. Allerdings hängt natürlich unten das Kabel runter. Das macht aber nichts, weil ich brauche ja auch noch einen Schlauch für die Wasserversorgung bzw. für die Reinigungsmittelversorgung, wenn ich damit effektiv Fassadenreinigung durchführen möchte. Also dieses Problem können wir, wie gesagt, sehr intelligent lösen. Das zweite Problem, ich muss ein System haben, das 18 bis 20 Kilogramm auch heben kann. Wir arbeiten ja in der Fassadenreinigung auch mit Heißwasser, mit warmem Wasser, sprich 60 Grad warmem Wasser für Putzfassadenreinigung. Wenn wir damit arbeiten, brauchen wir dementsprechend dicke Schläuche, beziehungsweise die Schläuche müssen die Eigenschaft haben, das Heißwasser auch auszuhalten. Heißt, so ein Schlauch wird dann auch sehr schwer unter anderem. Und die Drohne muss in der Lage sein, diesen Schlauch auch heben zu können. So, das ist das eine. Das zweite, mit der Drohne haben wir natürlich den Vorteil, in die Höhe zu fliegen, sprich Hausfassaden bis 50 bis 60 Meter Höhe reinigen zu können. Dafür ist die Technologie super geeignet, aber ich habe dann natürlich aber auch die Schlauchlänge, die unten dran hängt, was natürlich Gewicht bedeutet. In dem Schlauch ist nochmal Wasser oder Reinigungsmittel drin, ist nochmal zusätzliches Gewicht und ich ziehe das Stromkabel mit hoch. Und das ist in meinen Augen, kann das nicht irgendein Kabel sein. Wir haben ja zum Beispiel ein baustellentaugliches Gummikabel, das muss schon etwas dicker sein, damit ich damit auch einfach perfekt arbeiten kann. Stromversorgung ist das eine. Ich habe eben gesagt 230 Volt. Wenn wir aber darüber sprechen, dass die Drohne auch irgendwo in Richtung 18, 20 Kilo heben soll, dann kommen wir mit 230 Volt in der Zuleitung schon gar nicht mehr hin und wir müssen da auf 400 Volt System gehen, sprich Starkstromstecker. Da ist jetzt, stelle ich mir die Frage, welches Haus, welche Immobilie hat einen Starkstromstecker? Da müssen wir wieder mit Aggregaten arbeiten, sprich ein Stromaggregat versorgt mir meine Bodeneinheit, die Bodeneinheit versorgt mir durch ein kabelgebundenes System die Waschstrome. Das nur so am Rande. Ist alles zu bewerkstelligen, gar kein Problem. So, dann habe ich das Thema kabelgebundene Drohne und Schläuche habe ich angesprochen.
Wenn man sich jetzt vorstellt, was ich alles was mich für eine Situation erwartet draußen bei dem Haus. Ich habe um das Haus herum, ich habe Bäume, ich habe Sträucher, ich habe Anbauteile, wie zum Beispiel vorgesetzte Dächer, ich habe Lampen an der Fassade und so weiter und so fort. Das sind alles so Störfaktoren, wo sich ein Kabel oder auch ein Schlauch dran verheddern kann. Diejenigen, die von der Hubarbeitsbühne schon mal gearbeitet haben, die wissen, was ich meine. Und wenn sich so ein Schlauch mal verheddert hat, dann muss ich auch mal in der Lage sein, den wieder zu entheddern und mal an dem Schlauch zu ziehen. Das funktioniert alles mit der Drohne natürlich nicht. Sprich, ich muss ein intelligentes Schlauchführungssystem entwickeln dafür. Also eine Bodeneinheit, die mir letztendlich den Schlauch da, wo die Drohne am Arbeiten ist, abwickelt und auch wieder aufwickelt, sodass sich das ganze Verheddern und so weiter erst gar nicht passieren kann. Also ein Schlauchmanagementsystem. Zum Thema Sicherheit habe ich mir Gedanken gemacht. Wir bräuchten nun mal an der Drohne eine mechanische sowie eine elektronische Sicherheit. Man kann sich das gut vorstellen, wenn ich jetzt auf der Baustelle am Arbeiten bin und ich bin irgendwo in dem Bereich bis 2 Meter unterwegs und ein Passant läuft jetzt in den Arbeitsbereich hinein und bei den Dimensionen der Waschdrohne, wo wir dann irgendwo 1,50 Meter, 1,60 Meter Durchmesser haben wir auch natürlich einen halben Meter große Rotorblätter. Und wenn da keine mechanische Sicherheit, sprich ein Korb drumherum installiert ist, da habe ich natürlich die Gefahr, dass ich da irgendwo rasiert werde, also Kopf ab. Und das ist ein Riesenproblem, was mechanisch aber gut gelöst werden kann. Das zweite ist die elektronische Sicherheit. Also ich muss Sensoren hier installieren, die mir die Personenerkennung realisieren können. Sprich, wenn eine Person in den Arbeitsbereich einläuft, muss die Drohne sich entweder auf den Boden absenken oder halt in die Höhe fliegen, sodass die Drohne aus dem Sicherheitsbereich entfernt wird, rausgeht, sprich. Ja, das ist einmal die Mechanik und einmal die elektronische Sicherheit, was ich ganz, ganz wichtig finde. Das zweite, die Baustellensicherung. Ich muss als Dienstleister sicher gehen, dass der Baustellenbereich abgesichert ist. Und diejenigen, die das schon mal von Hubarbeitsbühnen und so weiter gemacht haben und das Problem kennen, die wissen auch, dass die Passanten überall durchlaufen. Die interessiert es nicht, wenn da irgendwo ein Flatterband her abgespannt ist. Die nehmen immer den kürzesten Weg. Nicht jeder, aber viele von denen. Und das stellt schon so das eine oder andere Problem dar. Ich brauche einen Drohnenführerschein dafür. Letztendlich ist es in Deutschland vorgeschrieben, wenn ich eine Drohne fliege, die halt ab einer gewissen Kilogrammzahl, also ab einem gewissen Gewicht, muss ich halt einen Führerschein machen. Das ist auch kein Problem, den kann man an verschiedenen Stellen machen. Nur er muss vorhanden sein. So, Sensorik an der Drohne. Wenn ich jetzt einmal ist natürlich Personenerkennung gefragt und einmal, wenn ich jetzt an der Fassade hochfliege, brauche ich hier auch eine intelligente Sensorik. Das, was funktioniert mit Sensoren, den Abstand zur Fassade zu halten und immer gleich zu halten, egal ob jetzt mal irgendwo ein Störfaktor kommt, zum Beispiel der Schlauch bleibt irgendwo hängen oder man stolpert über den Schlauch, das kann die Drohne schon ganz gut ausgleichen. Die Erkennung durch Lasersensoren, den Abstand zu halten, das funktioniert auch sehr gut. Und man kann heutzutage auch schon eine Fläche, also ein Programm abspielen, so dass ich eine Fläche mit der Drohne abfahren kann. So weit, so gut. Was ist aber mit Fenster? Fenstererkennung, Fensternischen, Balkonnischen. Dafür braucht man noch weitere Elektronik und Sensorik, um ein Fenster jetzt zu erkennen und nicht ein Fenster mit Reinigungsmittel komplett einzusprühen, sondern da die Zagen und so weiter abzufahren, die Fensterbänke abzufahren. Da reicht es nicht, wenn die Drohne sich bewegen kann, dann muss sich auch vorne der Strahlkopf in die Nischen reinbewegen können. Und das ist mechanisch zu lösen und elektronisch ist es auch zu lösen, aber es stellt gewisse Hürden dar, was momentan auf dem Markt einfach noch nicht verfügbar ist, weil es noch nicht entwickelt ist. Ich habe, wenn ich darüber nachdenke, an großen Hausfassaden, da im Wohnungsbereich, da wo sich eine Waschdrohne auch wirklich lohnt und wo man eine Waschdrohne effektiv einsetzen kann, da haben wir aber auch einen Fensteranteil von 20 bis 25% Fensterfläche. Und man kann sich vorstellen, wenn die Drohne jetzt einfach still ihr Programm abspult, das ist nicht sinnvoll, weil die ganzen Fenster auch mit Reinigungsmittel, sprich mit Schutzmittel, vollgesprüht werden. Weil der Bediener möchte ja nicht jedes Mal, wenn ein Fenster kommt, auf den Knopf drücken, Reinigungsmittel aus, Reinigungsmittel an oder Wasser ein, Wasser aus. Das sind alles so die kleinen Problemchen, die mich an der Fassade erwarten.
Ich brauche ein Kamerasystem. Man kann sich ja vorstellen, wenn ich oben in 30, 40 Meter Höhe am Arbeiten bin mit der Waschdrohne, ich kann ja vom Boden aus gar nicht mehr auf die Fassade schauen, beziehungsweise in die Fensternischen reinschauen, sprich Fensterbänke beurteilen, sind die jetzt richtig sauber geworden oder nicht. Das heißt, ich muss hier auch ein Kamerasystem haben, was irgendwo von weiter weg mir ein Bild zeigt, unten dem Bediener ein Bild zeigt, ist die Fassade, ist die Fensternische jetzt richtig sauber geworden. Also ein funktionierendes Kamerasystem für Bediener und Drohne. Ein weiteres Problem stellen Hausinnenecken dar. Wenn ich mir vorstelle, ich mache einen Innenhof sauber und die Drohne fliegt jetzt ihr Programm ab, da kommt irgendwo eine Hausfassade, die da eng angrenzt. Wie soll ich diesen Bereich richtig abdecken? Und auch da ist ein bisschen Sensorik gefragt. Ich brauche eigentlich einen Rundum-Laser, der mir den virtuellen Raum darstellt, um auch alle Fenster, alle angrenzenden Hausfassaden und so weiter und auch Anbauteile wie Lampen erkennt. Balkone, Innennischen ist mit der Drohne gar nicht vorstellbar. Ich kann schlecht in einen Balkon reinfliegen, das funktioniert einfach nicht. Da sind so viele Faktoren, so viele Störfaktoren, viele räumen ihren Balkon auch nicht frei, weil sie den Informationszettel nicht gelesen haben. Und wenn man ist einfach darauf bedacht, auf den Balkon drauf zu gehen und dann Handarbeit zu machen und auch mal ein paar Möbelstücke wegzuräumen. Das geht halt nicht mit Drohne. Ja, kommen wir nochmal zurück auf die Ursprungsfrage. Können wir Fassadenreinigung effektiv für uns nutzen, beziehungsweise können wir die Drohnentechnik effektiv für uns, für die Fassadenreinigung nutzen? Ja, es geht natürlich. Mein Entwicklerherz schlägt da höher, wenn ich da an so ein spannendes Projekt denke. Der Unternehmer draußen, der sagt, geil, endlich finde ich wieder Personal. Ich suche jetzt nicht den Wäscher, ich suche jetzt den Drohnenpiloten. Auch dafür ist mit Sicherheit genial, an Personal ranzukommen. Jetzt kommt das große Aber. Das ist alles richtig. Ich stelle mir nur die Frage, letztendlich wird das Ding so mit Elektronik und Sensorik vollgestopft sein, wer soll es hinterher noch bedienen? Wir haben zum Beispiel ein Produkt am Markt, das ist der Mixmaster, den haben wir vom Markt genommen, weil es zu aufwendig war, das Ding zu bedienen. Zu aufwendig ist ein falscher Ausdruck. Es war für den Anwender zu kompliziert, weil genau das ist das Problem war. Wir hatten zu viel Elektronik, wir hatten ein Touch-Display und 90% aller Fehler, die unsere Werkstatt dann bewerkstelligen musste, das waren Anwenderfehler. Also die Leute, die davor stehen, das Ding bedienen sollen, die haben halt Fehler gemacht. Und genau das ist das, wenn man mit zu viel Sensorik und zu viel Technik arbeitet, dann kann das Kind auch mal schnell in den Brunnen fallen. Für mich, alles in allem, so ein Entwicklungsprojekt, zwar mega interessant, auch für die Entwicklung und auch für die Mitarbeiter, die daran arbeiten, ist für mich aber kein Business Case. Sprich, wenn ich hier investieren wollte in der Entwicklung, müsste ich 800.000 bis 1 Million Euro Entwicklungskosten einkalkulieren, plus unsere eigenen Lohnkosten in der Entwicklung, also ein Konstrukteur plus ein Projektleiter. Dann könnte man damit mal loslegen und ich hätte so 3 bis 4 Jahre Entwicklungszeit, würde ich jetzt mal einschätzen für so ein Projekt. Da frage ich mich auf der einen Seite natürlich die Höhe der Entwicklungskosten, auf der anderen Seite, wo ist denn mein Markt? Wir beliefern 300 Dienstleister mit unserer ganzen Hermes-Technik. Wenn ich überlege, wem könnte ich von denen denn so eine Waschdrohne hinterher verkaufen, so komme ich jetzt so bei rund 3 bis 5 Kunden raus, für die so eine Drohnentechnik interessant ist. So, ich habe jetzt eben über Entwicklungskosten gesprochen. Der Markt ist relativ klein. Wir bewegen uns ja eh schon mit der Fassadenreinigung in einer Nische. Und da haben wir ja nochmal eine Nische, das ist die Drohnentechnik. Also müsste so eine Drohne aus dem Bauch raus, würde ich jetzt mal so schätzen, wenn hinterher komplett fertig entwickelt ist, so 70.000, 80.000 Euro müsste so ein Ding kosten, damit wir damit effektiv arbeiten können. So, dann überlege ich natürlich von meinen 3, 4 Kunden, die ich da habe, die ich damit beliefern könnte, kann ich vielleicht in den nächsten 3 Jahren nach Entwicklungszeit 20 bis 25 von den Drohnen verkaufen. So, und wer jetzt rechnen kann, kommt schnell auf den Gedanken, okay, das ist kein Geschäftsmodell, wo man auch vernünftig Geld mit verdienen kann, was wir natürlich auch machen müssen, weil wir die ganze Entwicklung ja auch bezahlen müssen. Dazu kommt noch eins, der ganze Einfamilienhausbereich ist uninteressant für Drohnen. Da bin ich mit Lanzentechnik viel schneller, mit unseren Teleskoplanzen und so weiter. Ich bin schneller in der Rüstzeit, ich habe die Fassaden schneller gereinigt und
wenn ich irgendwo Stellen an der Fassade habe, die vielleicht doppelt und dreifach abgefahren werden müssen, so bin ich mit der Lanze immer schneller unterwegs, weil mit der Waschdrohne, hier muss ich immer wieder aus dem Automatikprogramm rausgehen und mit Handsteuerung nochmal nacharbeiten, was das Ganze ja auch irgendwo verkompliziert. Ja, das mein kurzes Video zum Thema Drohnen, Drohnentechnik. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bitte schreibt eure Kommentare gerne unter das Video. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schießt einfach los. Wir werden Rede und Antwort stehen.